Anfang August ist der ecuadorianische Investigativjournalist und Gründer des Nachrichtenportals Tierra de Nadie, Leonardo Gómez Ponce, für einen mehrmonatigen Studienaufenthalt nach Berlin gekommen. Hier wird er am Stipendienprogramm zur digitalen Sicherheit für JournalistInnen im digitalen Raum von Reporter ohne Grenzen teilnehmen. Ronda traf Gómez Ponce in Neukölln und wir unterhielten uns über die aktuelle politische Lage in Ecuador, die sich daraus ergebenden Bedrohungsszenarien für JournalistInnen und wie sich diese schützen können. Leonardo, würdest du mir bitte erklären, worin deine Arbeit besteht? Bueno, yo comencé mi carrera como periodista de investigación en temas económicos, temas de contratación pública, la fiscalización de recursos públicos. Y te soy sincero, no sé en qué momento eso. Ich begann meine Karriere als Investigativjournalist mit Schwerpunkt Wirtschaft, Vergabe öffentlicher Aufträge und der Kontrolle öffentlicher Gelder. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, ab wann ich anfing, mich mit dem organisierten Verbrechen zu beschäftigen. Die Gewalt im Land ist kein neues Problem, aber die Gewaltspirale dreht sich in den letzten Jahren immer schneller. Und plötzlich sah ich mich bei meinen Recherchen mit Kriminellen konfrontiert, die bis dahin unter dem Radar geblieben sind. Por debajo de la lupa durante muchísimos años. Entonces, ante esa realidad y la proliferación de desiertos informativos. Angesichts dieser Tatsache und des Überhandnehmens gewisser Nachrichten rief ich ein Projekt ins Leben, das lokale Machtstrukturen untersucht, wie zum Beispiel das Verhältnis zwischen lokalen Autoritäten und der Zentralregierung, aber auch zwischen Lehrpersonen und SchülerInnen. So wurde Tierra de Nadie geboren. De ahí nace Tierra de Nadie. Kannst du uns was über die Lage in Ecuador erzählen? Claro que sí. La situación en Ecuador, en niveles de violencia y de criminalidad, ha evolucionado de una manera veloz. In Bezug auf Kriminalität und Gewalt hat sich die Lage in Ecuador seit 4 Jahren drastisch verschlechtert. Es gab aber schon immer Probleme, die wir allerdings nicht so direkt gesehen haben. Nachdem Ende 2020 der Boss eines Kartells ermordet wurde, zersplitterten die Kartelle und wurden zunehmend gewalttätig. Dejarse ver como violentos. Comenzaron con las masacres carcelarias. Es kam zu Massakern in den Gefängnissen. Und nach kam es zu weiteren Aufsplitterungen und die kriminellen Gruppen lernten, staatliche Strukturen für ihre Zwecke zu nutzen. Muchos de los actores criminales saben usar el aparato público. Sie nutzten Aufträge der öffentlichen Hand, um an Geld zu kommen, sich zu bereichern und ihre Aktivitäten zu finanzieren. Oder sie setzten ihre eigenen Leute auf die Posten in der Verwaltung, was ihnen vieles vereinfacht. Y a eso, por ejemplo, sumas con las condiciones privilegiadas que tiene el Ecuador como punto estratégico geográfico. Y Ecuador actualmente, pues, Hinzu kommt die besondere geografische Lage Ecuadors. Im Augenblick ist Ecuador das Land in Amerika, aus dem 60-80% der Drogen für den europäischen Markt stammen. Dieses Zusammentreffen von Faktoren hat dazu geführt, dass sich im Land die Gewaltspirale immer schneller dreht. Entonces, pues, es la suma de condiciones lo que ha hecho que actualmente el país haya caído en una espiral de violencia. Was sind die Gefahren, denen JournalistInnen in Bezug auf digitale Sicherheit ausgesetzt sind? Dass sie zum Beispiel die sozialen Medien, deine Accounts durchsuchen, nach Informationen aus deinem privaten Umfeld, Adressen, Familienangehörige, Telefonnummern. Das kann JournalistInnen in Gefahr bringen. Es ist ein großes Risiko, wenn die Telefonnummer, die private Anschrift oder die Namen der Familienangehörigen von JournalistInnen, die zu Themen wie Korruption und organisiertem Verbrechen recherchieren, bekannt werden. Das hat alles mit digitaler Sicherheit zu tun, mit dem Schutz persönlicher Daten, deines Aufenthaltsortes und deiner privaten Aktivitäten. Mit diesen Informationen können sie dir, deiner Familie und auch deinen Quellen großen Schaden zufügen. Seit wann beschäftigst du dich mit digitaler Sicherheit? Yo seguridad digital desde que comencé en la carrera, es decir,
Seit ich als Investigativjournalist arbeite. Deshalb gibt es keine privaten Bilder von mir in den sozialen Medien. Nie habe ich private Telefonnummern oder Mailadressen öffentlich gemacht. Alle meine Konten sind gesperrt. Seit gut 10 Jahren habe ich meine Bemühungen in Bezug auf digitale Sicherheit verstärkt, als ich mitbekam, dass die Regierung meine Kommunikation überwachte. Das betraf nicht nur mich, sondern auch Kollegen. Als das Ausspionieren immer offensichtlicher wurde und wir mitbekamen, dass die damalige Regierung die Spionagesoftware Pegasus einsetzte, mussten wir handeln. Noch haben wir einiges zu lernen und deshalb bin ich hier. Aún estamos aprendiendo y es la razón por la que estoy acá. ¿Qué esperas del programa? De este programa, poder crear protocolos de seguridad más eficientes para, por encima de cualquier cosa, proteger a mi equipo. In erster Linie, dass ich lerne, bessere Schutzmaßnahmen für mich und mein Team zu treffen. Y en segundo lugar, pero no menos importante, Darüber hinaus hoffe ich, wertvolle Kenntnisse mit nach Hause zu nehmen und dort an KollegInnen weitergeben zu können, die wie ich mit einer ausufernden Gewalt konfrontiert sind, welche bereits 20 JournalistInnen ins Exil getrieben hat. que ha llevado a cerca de 20 periodistas a autoexiliarse de mi país. Muchos de ellos compañeros míos. Viele waren KollegInnen, die Morddrohungen erhalten haben oder eingeschüchtert wurden. Es gab Angriffe auf sie und mehr. In dem recht kleinen Team von Tierra de Nadie haben das alle erlebt, absolut alle. Todos hemos enfrentado alguna situación como esa. Todos en absoluto.